Seitdem ich Deutschland verlassen habe, habe ich mich sehr verändert. Wenn ich alte Videos von mir sehe, erkenne ich mich kaum wieder. So viele Regeln, die ich streng befolgt habe, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, sind aufgeweicht. Einige hatte mir der gesellschaftliche Druck auferlegt. Einige hatte ich mir selbst auferlegt. Jetzt merke ich, ich habe nun andere Ansprüche an mich, an meinen Alltag und die Dinge, die mich umgeben. Lange habe ich auf den Moment gewartet, in dem ich eindeutig erkennen kann, jetzt bin ich gewachsen, als Mensch, als Persönlichkeit. Das Auswandern hat mich stärker gemacht. Doch nun, nach einem Jahr im fremden Land, ist mein Wunsch, genau das anderen zu beweisen, fast verschwunden. Heute habe ich realisiert, warum mir nun andere Dinge wichtig sind. Warum manche Dinge für mich an Bedeutung verloren haben und warum andere Dinge wieder so stark in den Vordergrund gerückt sind. Durch das Auswandern und den Neustart in einem Land am anderen Ende der Welt, in dem ich niemanden kenne, habe ich auch niemanden, dem ich etwas beweisen muss. Noch dazu hatte ich von einem Tag auf den anderen viel weniger Kontakt zu meinem alten Umfeld. Ich war frei von allen gesellschaftlichen Konventionen. Frei von all dem, was sich meine Eltern für mich wünschen. Frei von den Vorstellungen meiner Freunde davon, wie Auswandern eigentlich funktioniert. Frei von den Vorstellungen der Deutschen, auf welche Art man sich zu integrieren hat. Wie gut man eine andere Sprache sprechen muss, bevor man mit dem Verkäufer ins Gespräch kommt. Frei von dem Bedenken meiner Familie, wenn uns unser Vermieter spontan zum Grillen einlädt. Frei von den Gedanken anderer, was das Beste für unseren Hund ist. Frei von der Beeinflussung anderer, welche Produkte man kaufen sollte, welche Dinge man zuerst benötigt, wenn man bei Null startet. Frei von der Meinung der Bekannten, welche Wohnung man mieten sollte und welche besser nicht, in welchen Stadtteil man ziehen sollte oder wen man zu sich einlädt, obwohl man ihn kaum kennt. Ob man an dem Straßenstand essen kann oder ob man rohes Ei in einen Cocktail mischen darf. Frei von der Vorstellung, wie weit unser Hund wandern kann und wie man mit dem Joggen anfängt. Frei von der Vorstellung, wie es aussieht, wenn man zum ersten Mal mit Acrylfarbe malt. Es bleibt mir allein überlassen, wie ich meine Wohnung einrichte, in einem Land ohne Ikea, Mömax, Wayfair oder Home24. Keiner sagt mir, welcher Handyanbieter der beste ist, welcher Küstenort schön ist und welche Gegend seine beste Zeit bereits hinter sich hat. Keiner warnt mich davor, dass die Ampelschaltung viel zu schnell umschaltet oder dass man den Pool erst reservieren muss. Niemand sagt mir, dass man in einer Apotheke erst eine Nummer ziehen muss, dass es keine Hausärzte gibt und dass man beim Frauenarzt in einen blauen Klinikmantel schlüpft und sich nicht nackt auf die Liege legt. Niemand hat mir gesagt, dass der Hund andere Impfungen braucht und dass man auf Partys mit dem stärksten Drink anfängt, bevor man sich langsam wieder zurück zum Wassertrinken arbeitet. Dass Rappi alles liefert und dass man Gemüse besser nicht im Supermarkt, aber Batterien dafür in der Apotheke kauft. Aber man hat mich davor gewarnt, dass ich mich in Chile verlieben werde und nicht mehr gehen will, wenn ich einmal dort bin. Hätte ich mal auf sie gehört. Für alles andere konnte ich mich nur auf eine Sache stützen: meine Intuition. Wenn ich im vergangenen Jahr eine Sache gelernt habe, dann immer meinem Bauchgefühl zu folgen, auch wenn es manchmal keinen Sinn zu machen scheint.
kompromisslos. Zu vertrauen darauf, dass es irgendwie funktionieren wird. Denn das hat es bisher immer. Ich habe gelernt, Ja zu sagen. Zu den Chancen, die mich überrumpeln und überfordern. Zu den Partys zu erscheinen, bei denen ich keinen verstehe. Einfach, weil ich danach so viel mehr verstanden habe über Chile. Mich für den Kurs anzumelden, in dem ich der Lehrerin noch nicht folgen kann. Zu dem Frauenzirkel zu gehen, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und es gehört auch dazu, Nein zu sagen. Zu einer Chance, die andere gerne hätten, wenn es meine Intuition sagt. Eine Straße später abbiegen, das zweite Taxi nehmen oder jemandem nicht erzählen, was ich beruflich mache. Ein Jahr in Chile mit nichts als unserer Intuition. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich wirklich lebe, wie ich es will. Ich vertraue darauf, dass sich neue Türen öffnen, wenn sich andere schließen. Mehr denn je kenne ich das Gute im Menschen. Ich bin entspannter als je zuvor. Ich fühle den Flow. Ich weiß, alles kommt zu seiner Zeit. Und ich weiß, ich kann mich auf mich selbst verlassen und auf mein Bauchgefühl. Ich bin nicht abhängig von der Meinung oder Anerkennung anderer. Ich muss niemandem etwas beweisen, nicht einmal mir selbst. Alles, was bleibt, ist das pure Leben. Auskosten, jeden Tag in diesem schönen Land am Ende der Welt.